Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate-Mission Uruguay ein Welt. Bevor es jetzt losgeht, ein paar Worte zum letzten Video. Da hat sich nämlich ein Fehler eingeschlichen. Den sogenannten Tereré, also den kalt aufgegossenen Mate, trinken die Paraguayer im Sommer. Der Uruguayo trinkt auch im Sommer seinen Mate heiß aufgegossen. Danke an die Community für die zahlreichen Kommentare. So, nun zum Thema. Heute teile ich mit euch unsere Rechercheergebnisse darüber, wie sich Auswandern auf die Pflegeversicherung auswirkt. Und ich muss ehrlich sagen, das Thema bringt mich wirklich auf die Palme. Man denkt ja, so eine Pflegeversicherung sei eine faire Sache, ne? Beide Seiten haben Verpflichtungen, ich zahle ein, also bekomme ich auch im Pflegefall Unterstützung, oder? Leider ist das Ganze deutlich komplizierter. Hürde 1. Wer Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommen will, muss mindestens 2 Jahre innerhalb der letzten 10 Jahre Beiträge gezahlt haben. Das steht so in § 33 Absatz 2 des 11. Sozialgesetzbuchs. Das ist weniger als oft angenommen, aber eben auch kein Selbstläufer. Wer zum Beispiel erst spät nach Deutschland eingewandert ist oder lange im Ausland war, fällt schnell durch das Raster. Hürde Nummer 2. Wohnt man in einem Land der Europäischen Union, im europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz, bekommt man immerhin Pflegegeld aus Deutschland weiter. Das regelt § 34 Absatz 1a des 11. Sozialgesetzbuchs. Voraussetzung ist, dass man in Deutschland krankenversichert bleibt. Ganz wichtig, die verpflichtenden Beratungseinsätze, auch nach § 37 Absatz 3 des 11. Sozialgesetzbuchs, müssen auch aus dem Ausland nachgewiesen werden. Diese Besuche dienen der Qualitätssicherung der häuslichen Pflege und sind Pflicht für alle, die Pflegegeld beziehen, egal ob im Inland oder im Ausland. Pflegesachleistungen, also etwa das Bezahlen eines ambulanten Pflegedienstes, werden im Ausland aber nicht übernommen. Siehe § 34 Absatz 1 des 11. Sozialgesetzbuchs. Und wenn man im neuen Land solche Leistungen bekommt, wird das deutsche Pflegegeld gekürzt oder ganz gestrichen. Beispiel: Lebst du als Rentner oder Rentnerin in Spanien und engagierst dort einen Pflegedienst, zahlt die deutsche Pflegekasse dafür keinen Cent. Hürde Nummer 3. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer, der uns betrifft. Wer also in ein Land außerhalb der Europäischen Union, des europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz auswandert, für den ruht das Pflegegeld komplett. Das steht in § 34 Absatz 1 des 11. Sozialgesetzbuchs. Das heißt, egal wie viele Jahre du eingezahlt hast, im Pflegefall im Ausland gibt es weder Geld noch Sachleistung. Einziger Lichtblick: Wer in den letzten 10 Jahren mindestens 2 Jahre Beiträge gezahlt hat, hatten wir gerade oben Hürde 1, kann im Ernstfall nach Deutschland zurückkehren und du bekommst dann wieder Leistung. Das ist ebenfalls in § 33 Absatz 2 des 11. Sozialgesetzbuchs geregelt. Aber mal ehrlich, wer will denn im Pflegefall alles stehen und liegen lassen und zurück nach Deutschland ziehen? Noch ein wichtiger Punkt: Wer länger als 8 Jahre im Ausland lebt und keine Anwartschaftsversicherung abschließt, riskiert alle Ansprüche zu verlieren. Das muss man erstmal wissen. Für uns heißt das ganz konkret: Wenn wir in Uruguay pflegebedürftig werden, gibt es von der deutschen Pflegekasse keinen Cent. Mich regt das wirklich auf. Es ist schließlich eine Pflichtversicherung. Und ursprünglich war sogar geplant, dass die Leistungen nur in Deutschland gezahlt werden. Erst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 2012 hat wenigstens das Pflegegeld für Auswanderer und Auswandererinnen innerhalb der Europäischen Union ermöglicht. Für mich fühlt sich das einfach nicht gerecht an. Wer zwangsversichert ist, sollte auch unabhängig vom Wohnort auf Unterstützung zählen können. Alles andere ist doch absurd. Wenn ihr die Details nachlesen wollt, findet ihr den kompletten Gesetzestext des 11. Sozialgesetzbuchs, also der Pflegeversicherung, auf der offiziellen Seite des Bundesministeriums für Justiz. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ein Pflegeheimplatz in Deutschland kostet durchschnittlich zwischen 2.500 und 6.500 Euro im Monat. Also je nach Pflegegrad. Also das sind Durchschnittswerte, ne? Im Vergleich in Thailand liegen die Kosten zwischen 1.000 und 4.000 Euro.
In Kenia kostet ein Platz in einer Luxusseniorenresidenz zwischen 800 und 2000 Euro. Und in Uruguay zahlt man im Schnitt zwischen 1100 und 1800 Euro monatlich für einen Pflegeheimplatz. Wo die Kosten niedriger sind, könnte man doch auch einen angepassten, niedrigeren Beitrag oder Betrag für die jeweiligen Pflegegrad im Nicht-EU-Ausland festsetzen. Das würde die Pflegekassen insgesamt entlasten und die völlig überlasteten Pflegekräfte in Deutschland müssten nicht noch mehr an ihre Grenzen gehen. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber bitte bleibt wertschätzend. Die Pflege in Deutschland ist also tatsächlich viel teurer als in den allermeisten anderen Ländern. Die Wartelisten für einen Heimplatz werden immer länger, der Mangel und die Überlastung an Pflegekräften ist enorm und es wird eher schlimmer als besser. Aber wegen dieser Kostenübernahmeregelung der Pflege nur in der EU-Versicherung werden viele Auswanderer wohl keine Wahl haben. Sie müssen, wenn Pflegebedarf entsteht, nach Deutschland oder zumindest ins EU-Ausland zurückkehren. Aus meiner Sicht ist das total sinnlos. Teuer und für uns verdammt ärgerlich. Für uns heißt das, wir werden uns jetzt schon auf unserer Rundreise im September, Oktober ganz genau über die Möglichkeiten einer Versicherung in Uruguay für Einwanderer informieren. So, genug geärgert. Ich sage mal Tschüss für heute, bis zur nächsten Folge. Hasta la próxima, wenn es wieder heißt Mates Mate Mission. Que les vaya bien und auf Wiedersehen.